Und dann sagte Dede zu mir, ey, du musst zur Wand. Im November 2003 hat sich der BVB gerade eine Klatsche in München abgeholt. Zum nächsten Spiel erwarten die Schwarz-Gelben den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen in Dortmund. Und Trainer Matthias Sammer hat eine Idee. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran, da waren wir im Hotel. Der kam dann abends halt zu mir und sagte, Salva, du spielst morgen. Und ich, okay, aber von Anfang an? Und er sagte, ja, du spielst. Und er hat dann einen Zettel in der Hand gehabt. Das hat er immer ganz gut gemacht. Der hat halt mir dann schon erklärt, ja, das ist deine Aufgabe. Ansonsten hast du freie Verfügung. Ne? Ja, und dann war es halt morgens beim Frühstück. Ja, dann kamen halt erfahrene Spieler zu mir und haben gesagt, okay, sei nicht aufgeregt, mach dein Spiel. Und war natürlich total nervös und habe mich natürlich aber auch total gefreut, weil schon allein die Busfahrt zum Stadion, die war einzigartig, ne? Also wenn da so viele Menschen da draußen standen oder stehen, ja, das war eine Riesensache. 5 Tage vor seinem 20. Geburtstag darf Salvatore Gambino zum 2. Mal in der Bundesliga auflaufen. Ich bin raus zum Aufwärmen gegangen und dann guckst du natürlich nach links und siehst diese Mauer mit den ganzen Leuten. Da habe ich gesagt, hey, bist du das hier gerade? Und das war für mich halt wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Und damals war das ja so, dass die Fans halt die Spieler zur Südtribüne gerufen haben. Ja, und dann haben sie irgendwann auch meinen Namen gerufen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann sagte Dede zu mir, ey, du musst zur Wand. Und ich so, okay, ich gehe rein und klatsche dann halt. Ja, das war dann nochmal ein richtiger Push, ne? Ein Push, der Wirkung zeigt. Leverkusen ist zwar die klar bessere Mannschaft und erspielt sich eine Reihe guter Chancen. Die Tore aber schießt der BVB. Besser gesagt, Salvatore Gambino. Das erste Bundesliga-Tor für mich. Da hat Lars mich natürlich auch super gesehen. Man sieht ja jetzt hier, dass ich diesen zweiten Kontakt schlecht mache. Ja, so dass ich halt nicht so viel Druck dahinter bekomme. So dass ja, nur noch ein platzierter Schuss die Möglichkeit war. Ja. Ich hatte keinen Gedanken, also das gibt's doch gar nicht. Und ich glaube, das sieht man dann auch hinter dem Video, dass ich jubeln wollte und wusste halt nicht, wie genau ich jubeln sollte. Von daher, das war für mich wie ein Traum. Der Jubel über das 1:0 in der 29. Minute ist noch nicht ganz verklungen. Da schlägt der Youngster gleich noch einmal zu. Ja, das war natürlich auch, glaube ich, nicht so schlecht gemacht, dass aus dieser Entfernung so ein Ball durchflutscht beim Koller, dass er den Ball eigentlich ins Tor köpfen wollte und ich da halt einfach gut stehe und halt schnell reagiere. Ne? Meine ganze Familie war im Stadion, also auch meine Eltern, die haben so viel für mich getan auch, von klein auf, die sind in verschiedenen Ländern mit mir gereist, dass ich dann halt diese Unterstützung von denen hatte. Ja, für mich war klar, dass meine Eltern immer im Stadion waren, in jedem Heimspiel und meine Brüder waren im Stadion und das war halt für die natürlich auch eine Riesensache, ne? Klar. Ich hatte viele Ballkontakte, habe ein gutes Gefühl gehabt, habe dann natürlich mit den 2 Toren dann halt nochmal richtig Aufschwung bekommen, befreit aufzuspielen. Wenn du jung bist, dann spielst du ohne Gedanken. Neuville trifft noch vor der Pause für Leverkusen. Es geht mit einer 2:1-Führung in die Kabinen. Auch in der zweiten Hälfte dasselbe Bild. Leverkusen tonangebend, aber Dortmund kontert gefährlich. Klar, wir hatten in diesem Spiel Riesenchancen. Also das ging immer hin und her. Ja, was soll ich dazu sagen, Thomas? Hätte, glaube ich, das 3:1 sein müssen. Leverkusen erzielt zwar noch den 2:2-Ausgleich, aber die Fans waren am Ende trotzdem begeistert von diesem fantastischen Fußballspiel. Und das Trikot des Helden des Tages schnappt sich der Leverkusener Robson Ponte. Ich hatte immer vor Augen, wenn ich halt in der Bundesliga spiele, dann halt so viele Trikots zu sammeln wie möglich. Und das habe ich halt getan und ja, mit Ponte habe ich eins dazu gewonnen. Dieses Spiel gegen Leverkusen
Für Salvatore ein Meilenstein in seiner Karriere. Ich habe von da an eigentlich, glaube ich, jedes Spiel gemacht. Habe, glaube ich, in der Zeit, glaube ich, 20 Spiele noch gemacht. Eine gute Saison, echt total zufrieden gewesen. Ja, und dann halt im Sommer dann der Trainerwechsel und dann auch meine erste richtige Verletzung. Heute ist Salvatore Gambino 37 Jahre alt und blickt auf eine lange und intensive Karriere zurück. Und am liebsten auf das Spiel gegen Leverkusen. Ja, das ist auf jeden Fall das Spiel meines Lebens gewesen. Ja, und mit meinen ersten 2 Bundesligatoren war das natürlich für mich der Höhepunkt von meiner ganzen Karriere, klar.